Der US-Amerikaner Mark Rothko, geboren als Markus Rothkowitz als Sohn einer lettischen Einwandererfamilie, gilt als einer der prägendsten Künstler des abstrakten Expressionismus. Er gilt als Wegbereiter der sogenannten Farbfeldmalerei, englisch Color Field Painting, zu deren Vertretern auch solche Größen wie Barnett Newman, Yves Klein oder Helen Frankenthaler zählen. Rothko, der ein starkes Interesse an Philosophie hat, verzichtet in Anlage und Präsentation seiner flächigen Werke auf konkretisierende oder erklärende Bildtitel, lehnt auch jeden persönlichen Kommentar zu deren Deutung ab. Vielmehr stellt er das Postulat auf, Bilder hätten geheimnisvoll zu sein. Pictures must be miraculous. Inspiration findet Mark Rothko zunächst vor allem im europäischen Surrealismus, der bereits zur Abstraktion, zur Abkehr von der figürlichen Darstellung neigenden Künstler wie Max Ernst, Wolfgang Paalen und Yves Tanguy. Auch die Arbeiten eines seiner Vorbilder, von Henri Matisse, hinterlassen in seinem Werk erkennbare Spuren. Rothko erklärt, das Werk L'Atelier Rouge, er hatte es intensiv im Museum of Modern Art in New York studiert, sei die Quelle all seiner Inspiration für spätere Arbeiten. Eines seiner Bilder trägt bezeichnenderweise dann auch den Titel Homage to Matisse. Bereits ab 1949 beginnt Rothko, sich ausschließlich auf die abstrakte Farbfeldmalerei zu konzentrieren, deren Arbeiten heute als sein Hauptwerk angesehen werden. Oftmals türmen sich die großen Bildformate riesenhaft vor dem Betrachter auf, versetzen ihn mit ihrer schlichten wie dynamisch wabernden und auf wenige Farbtöne reduzierten Monochromie in einen beinahe schon tranceähnlichen Zustand. Mit Gemälden wie Untitled, Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red legt Mark Rothko die Grundlagen seines künstlerischen Ausdrucks. In den nächsten 20 Jahren erforscht er in zahllosen Varianten und Variationen das Ausdruckspotenzial von übereinander liegenden, rechteckigen Farbfeldern. Während er in späteren Werken nur noch auf 3 Buntfarben reduziert arbeitet, spielt in dieser frühen Phase auf dem flirrenden, orange-gelben Untergrund von Number 8 auch noch unbuntes Weiß eine entscheidende Rolle. Das Weiß überlagert das darunterliegende, leuchtende, in sich immer wieder gebrochene Orange, das sonst das obere Drittel des Bildes farblich dominieren würde. Die darunterliegende, relativ gleichmäßige rote Fläche wird durch einen gleichfarbigen Riegel strukturiert, beinahe so, als ließe sich damit das Bild einer Tür gleich für den Betrachter öffnen, es begehbar in seinem Inneren erlebbar machen. Hier wird eine von Rothkos zentralen Positionen zur Malerei offenkundig. Eine Malerei ist kein Abbild eines Erlebnisses, sie ist ein Erlebnis.